So, könnt ihr mich alle hören? Hi. S- Hallo Eike, hi, super. Hatte gerade noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, jetzt bin ich drin. Passt alles soweit. Können auf jeden Fall heute starten. Freue mich, dass ihr alle einschaltet. Wer es später sich nach anschauen möchte, freue ich mich auch. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefällt, teilt es weiter. Ich hoffe, das Thema interessiert euch, um das es heute gehen wird. Und ja, schön, dass wir uns heute alle hören und ihr dabei seid. Genau. Thema habe ich euch schon eingeblendet. Ist ein Thema, was uns alle betrifft, egal in was wir investiert sind, ob wir all in Krypto sind, ob wir auch in andere Anlageklassen investiert sind. Und daher hoffe ich, dass es dem einen oder anderen helfen wird. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir rein direkt. Und zwar es wird auf jeden Fall nachher nochmal richtig spannend. Ich habe eine Umfrage für euch vorbereitet. Das heißt, passt auf jeden Fall ganz gut auf. Schaut euch das Video bis zum Schluss an. Ich möchte auch herausfinden, welche Investorentyp du bist, welche Investorentypen hier sitzen. Und das finden wir auf jeden Fall gemeinsam raus. Ich habe mich Folgendes gefragt. Und zwar, das habe ich euch mal hier so ein bisschen eingeblendet in einer Folie. Wie kommt es eigentlich zum finanziellen Erfolg? Also warum bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen? Und das Entscheidende ist eigentlich, dass nicht nur das Portfolio ausschlaggebend ist für den Erfolg, nicht nur welche Coins wir haben oder welche Anlageklassen wir haben, wie wir das Ganze verteilt haben, sondern was viel spannender ist, auch die Frage, wann kaufen wir und wie kaufen wir? Also wie ist unser Verhalten als Investoren, wie ticken wir? Und diese Kombination ist ausschlaggebend, dass wir am Schluss einen größeren finanziellen Erfolg haben. Genau. Die gute Nachricht ist, Verhalten ist grundsätzlich erlernbar. Also ist es jetzt das Investieren oder jegliches anderes Verhalten auch, das ist die gute Nachricht. Und weil das so ist, habe ich mir gedacht, wir befassen uns heute nicht mal mit dem Thema Coin-Analyse oder welche Kryptowährungen gibt es und in was sollte man jetzt investieren und nicht dieses so was, sondern wie. Wer bin ich? Wie kann ich mein Verhalten verbessern? Wie kann ich ein besserer Investor werden, um vielleicht die ein oder andere bessere finanzielle Entscheidung zu treffen? Und darum geht's. Ich habe euch daher mal 4 Glaubenssätze für einen Investor zusammengeschrieben. Was kann ich als Investor tun, wenn am Markt Gier oder Angst herrscht? Und der erste Satz ist immer, verstehe, wie du tickst. Verstehe, wie du tickst als Investor. Was meine ich damit? Wenn du verstehst, wie du tickst, dann tust du dir leichter, diese ganze Gier und aber auch die Angst besser zu steuern, besser zu kontrollieren. Und deswegen befassen wir uns heute hauptsächlich genau mit diesem ersten Glaubenssatz. Ich habe die anderen ein bisschen ausgegraut. Ich gehe darauf nochmal ganz am Ende ein. Aber ich möchte heute mit euch herausfinden, wer seid ihr, was für Typen sind wir eigentlich und wie können wir das ausnutzen, um besser zu werden. Genau. Deswegen geht's heute, wie gesagt, welcher Investorentyp bist du? Und ich habe für euch heute 4 Typen zusammengestellt. Die habe ich selber kreiert. Ich erzähle euch auch gleich, wie ich darauf gekommen bin und alles. Ich habe das deswegen gemacht, weil wir Menschen tun uns leichter, uns einem gewissen Schemata zuzuordnen. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwo in eine Schublade stecken, sondern wir tun uns leichter herauszufinden, wie ticke ich mit einer Tendenz mehr oder weniger, um dann zu gucken, hey, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, wie kann ich das in Zukunft ausnutzen, um einfach besser zu werden. Und mir hat das persönlich einfach extremst geholfen. Ich habe mich echt selber ertappt. Ich musste mehrmals schmunzeln, als ich mich in den letzten Tagen damit auseinandergesetzt habe. Und ja, ich hoffe, dass ich das an euch weitergeben kann. Daher nochmal ganz kurz, was geht's jetzt nochmal heute? Kommen wir mal mehr mit rein, finde ich klasse.
ganz kurz, ich möchte mit euch nochmal ganz kurz auseinandersetzen, wie und warum beeinflusst unser Anlegerverhalten unseren finanziellen Erfolg, also allgemein gesprochen. Und wie tickt dann der ein oder andere von uns? Na, das ist ganz wichtig. Das nächste, die 4 Investorentypen, die ich euch schon kurz eingeblendet habe. Darauf gehe ich heute hauptsächlich ein. Und dann hoffe ich, dass wir zusammen eine kleine Live-Umfrage starten können, weil ich einfach mal herausfinden möchte, was habt ihr euch so herausgefunden dann in den paar Minuten. Und genau, am Schluss besprechen wir nochmal die 4 Glaubenssätze für den Investor. Und wenn dann noch irgendwelche Fragen zu dem Thema sind, stelle ich mich gerne und gar klar, keine finanzielle Beratung. Ja, das ist nur eine kleine Anregung, eine kleine Inspiration für euch und macht was draus. Genau. Hallo. Genau. Wir starten mit dem ersten Thema. Warum beeinflusst unser Verhalten als Investoren unseren finanziellen Erfolg? Und ich habe euch da was mal eingeblendet, und zwar, es ist simpel. Über 90% besteht die Börse aus Emotionen. Emotionale Entscheidungen werden dort getroffen zu 90%. Es wird mit Erwartungen gehandelt, es wird spekuliert, deswegen ist es auch, sind dort auch die Trading-Vehikel. Und das wirkt sich aber manchmal, und es kommt dieses Verhalten ins Spiel, manchmal positiv, aber manchmal auch sehr häufig negativ für den Investor aus. Und die Frage ist, warum verhalten wir uns so? Also warum ticken wir so emotional? Und sagen wir mal Danke an die liebe Evolution, denn die Evolution hat sich gedacht, sie verpasst uns Menschen so einen Urinstinkt. Ne? Wir wollten früher einfach überleben. Wenn Gefahr gedroht hat, hatten wir den Drang, aktiv zu werden. Wir mussten irgendwas tun. Und entweder haben wir so ein Ding gejagt, so ein Tier, oder wir haben einfach gesagt, nee, komm, wir laufen davon. Das typische Fight-or-Flight-Prinzip. Das heißt, in beiden Fällen haben wir was gemacht, aber wir haben eben nichts gemacht, weil das einfach die schlechteste Option war, einfach nur dazustehen, weil sonst wären wir einfach gestorben. Und dieses Verhalten, was zu tun, in Aktion zu sein, weil es uns befriedigt und uns auch aus der Gefahr rausnimmt, dieser Urinstinkt, den haben wir uns antrainiert über Jahrtausende und Jahre hinweg. Und das wirkt sich halt manchmal noch auf unser Verhalten bei der Geldanlage aus. Und genau, jetzt nochmal dieses typische Anlegerverhalten. Ganz oft habt ihr die Kurve vermutlich schon gesehen. Ich gehe noch mal kurz drauf ein. Wir haben hier typischen Zyklus von einem Bärenmarkt und einem Bullenmarkt. Und wir sehen es noch mal hier. Was machen wir? Der Drang zu handeln. Hier ist der Anleger so, gerade wenn der Kurs anfängt zu steigen, er ist interessiert, aber er ist noch nicht investiert. Und dann, was passiert? Der Kurs geht weiter nach oben. Und jetzt irgendwo fängt ein einzelner Investor an zu schwärmen, der kauft eine Anlage, erzählt es dem anderen, jetzt teilen die es alle, jetzt kommen die Medien dazu, jetzt pusht sich alles gegenseitig und plötzlich fängt an, der eine zu investieren, es kommt ein Dominoeffekt, es investieren immer mehr, der Herdentrieb setzt ein und jetzt kommt Emotion, jetzt kommt die FOMO, jetzt möchte der Letzte, wollte noch sicher gehen, hatte Angst, dass er irgendwie was verpasst, wollte warten, steigen die Kurse auch wirklich? Sie steigen wirklich. Und jetzt steigen sie alle ein. Und selbst an dem Punkt, wo dann wirklich jeder eingestiegen ist, selbst der Skeptiker, passiert Folgendes, dass wir in eine Seitwärtsbewegung kommen. Und die FOMO, alles schön und gut, die Gier war da. Und plötzlich wird der Verkaufsdruck größer als der Kaufdruck. Und hier übernehmen die Bären den Markt. Es kommt zum Kampf. Und ja, wie das so ist, die Kurse fallen plötzlich. Und das Spannende ist eben auch im Kryptobereich, große Trader, Großinvestoren fangen an, hier zu spekulieren, geben nochmal mehr Handelsvolumen rein, erhöhen den Verkaufsdruck, die Kurse stürzen noch rasanter als schon. Und jetzt wird der Anleger, wir typischen Investoren werden panisch und fangen an zu verkaufen. Und zwar genau dann, wenn alles im Keller ist und die Stimmung schlecht ist. Und das ist dann der Punkt, wo die größeren Investoren wieder einsteigen.
Genau, das ist die Trendumkehr, die Nachfrage steigt und der Zyklus geht wieder von vorne los. Und hier haben wir dieses Thema, über 90% ist emotional getrieben. Das wird ausgenutzt an der Börse. Damit wir jetzt aus dieser Spirale rauskommen, müssen wir uns einfach mal überlegen, wie ticken wir so? Vielleicht können wir das eine oder andere Mal so einen Kreislauf besser einschätzen, unsere Emotionen vielleicht ein bisschen besser kontrollieren und darauf eingehen. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt heute mit diesen 4 Investorentypen, die ich für euch vorbereitet habe. Genau. Wenn irgendwas unklar ist, übrigens stellt Fragen, können uns da gerne austauschen. So, hier die 4 Investorentypen habe ich euch mal eingeblendet. Ich habe sie auch schön farblich markiert. D-Investor, I-Investor, gehen wir als zweites drauf ein, dann kommt als drittes der S-Investor und dann der G-Investor. Ganz kurz, der Hintergrund von diesen 4 Namen, von dem D-I-S-G, hat vielleicht der eine oder andere von euch schon gehört. Und zwar ist der Hintergrund das DESG-Modell, was ich verwendet habe, um daraus das Verhalten für den Investor abzuleiten. Kurz zum Hintergrund, das DESG-Modell ist so ein klassisches, etwas älteres, ein bisschen starres Modell zur Selbsteinschätzung. Benutzen immer noch heutzutage Unternehmen, Führungskräfte wie Mitarbeiter, damit sie sich einfach in der Kommunikation besser kennenlernen können. Hey, wie tickt der andere? Dass wir einfach schauen können, okay, wie könnte die Teamarbeit funktionieren, wenn wir die Stärken und die Schwächen der einzelnen Verhaltensstile anpassen. Und Medien, Marketingfirmen nutzen dieses Modell heutzutage auch noch, um einfach Zielgruppen dafür Strategien zu erstellen. Und ganz wichtig ist es mir, es entsteht daraus dann eben so ein Modell, ein Kreisschema. Und dieser Kreis zeigt eigentlich, jeder von uns Menschen ist so individuell, dass wir von jedem dieser 4 Typen, also auch von diesen 4 Investorentypen, hat jeder von uns so ein bestimmtes, eine kleine Tendenz, aber vielleicht gibt es eine Haupttendenz. Und die können wir jetzt gleich mal gucken. Vielleicht hat der eine oder andere für sich eine Haupttendenz aus diesem Kreis. Es gibt immer Mischtypen. Ich bin zum Beispiel auch ein Mischtyp, kann ich nachher drauf eingehen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Investor, dem D-Investor, dann schauen wir uns den I-Investor an, den S-Investor und den G-Investor. Thomas hat gefragt, ob sich meine Fingernagelfarbe nach Investortyp richtet. In dem Fall nicht. Wobei ich muss sagen, ein bisschen G ist in mir drin, ein bisschen G-Investor. Ich kann euch gleich auf jeden Fall nachher verraten, was ich über mich herausgefunden habe. Genau. Starten wir mit dem ersten Investor, der D-Investor. Ich habe euch da mal richtig coole Schaubild zusammengestellt. Finde, das kann man sich einfach auch mal ein bisschen am besten merken. Der D-Investor, Farbe Rot, ist der erste Investor, auf den wir heute eingehen. Das ist der dominante Investor. Der dominante Investor vom Verhalten her erstmal ist ein Typ, der geht ziemlich selbstbewusst ins Investieren rein. Der denkt sich, ja Mann, ich bin mutig, ich mache mein Ding, der hat Power ohne Ende, der ist total überzeugt und der hat einfach Lust zu investieren, der ist ambitioniert. Der D-Investor stellt bestehende Zustände sehr häufig in Frage. Der mag es nicht, wenn er kontrolliert wird. Also ich denke, dass der eine oder andere Bitcoin-Fan sich auch natürlich diesen Peer-to-Peer-Gedanken wieder sieht. Details sind diesem dominanten Investor nicht ganz so wichtig. Er investiert direkt. Sprich, angenommen rational, also der trifft sehr häufig rationale Entscheidungen. Angenommen, er hat heute Gehalt bekommen, es sind Rücklagen da, Geld ist irgendwo eingegangen, denkt er sich so, ja Mann, warum noch warten? Ich investiere direkt, ich steige heute noch ein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob es mir heute scheiße ging, sondern ob es mir gut geht, sondern Geld ist da, rationale Begründung, zack, ich kann investieren, heute ist der Tag. Und dann macht er das, der macht den Deal heute noch klar. Der sucht die Herausforderung. Der D-Investor sucht die Herausforderung, der liebt die Herausforderung. Und aus diesem Grund ergibt sich auch die Strategie bei dem D-Investor. Wie geht dieser dominante Investor ran? Wie investiert der? Ein Sparplan ist dem D-Investor viel zu langweilig. Der tendiert eher zu diesem Alles- oder Gar-nichts-Prinzip. Also er schmeißt lieber viel Geld oder viel an Rücklagen oder wenn er was bekommen hat,
alles auf einmal in einen Topf, riskiert manchmal Kopf und Kragen dafür. Und daraus könnten wir uns überlegen, der Anlagehorizont von einem dominanten Investor ist tendenziell eher kurzfristig, weil dieser direkte, ungeduldige, aufgabenorientierte Drang zu handeln sehr ausgeprägt ist von der Tendenz. Sprich, vielleicht Anlagehorizont, nächster Bullrun, abverkaufen. Und diese klassische Strategie, ich kaufe, dann hodel ich, nee, das dauert mir zu lang, jetzt swap ich, jetzt hodel ich, nee, ich verkaufe ab. Also sehr klar, mit einem relativ kurzen Horizont und hat ein hohes Risikoprofil in seinem Portfolio drin, hat natürlich aber auch von allen Typen her dann die meisten Chancen, von der Wahrscheinlichkeit her auch mal schneller Profite mitzunehmen. Also es sind immer beide Seiten da. Schauen wir uns das Portfolio von diesem dominanten Investor an. Ich habe es euch hier mal so ein bisschen beispielhaft eingeblendet. Also ein Coin meistens im Portfolio von dem dominanten Investor bis wenige Coins. Ich habe jetzt hier mal noch 2 Coins aufgeführt. Und das sind dann Coins, von denen der dominante Investor total überzeugt ist, dass sie die Zukunft sind. Und der in die investiert er. Also die Diversifikation, also die Streuung des Portfolios ist nicht ganz so ausgeprägt. Das sind diese, ich habe es genannt, ein Coin, All-in-Investoren. Ich habe euch noch was eingeblendet, und zwar diese Warnlampe, die ihr hier seht. Ne? Die ist ein bisschen orange. Also orange ist noch nicht ganz dunkelrot, aber ist jetzt auch nicht so toll. Und zwar diese Warnlampe habe ich FOMO-Falle genannt. Wie stark springt der dominante Investor im Bullenmarkt auf die FOMO-Falle an? Also wie sehr, ja, wird er von seiner Emotion getrieben? Und der dominante Investor ist eigentlich ja eher ein rationaler Typ, aber wenn dann die FOMO herrscht am Markt, dann fängt er auch an, sich nochmal in seinem Verhalten verstärkt zu fühlen. Also ganz klassisch, wenn wir sagen, hier, okay, das wäre so die Kurve, würde der hier vielleicht sogar früher einsteigen, weil er ist ja auch ungeduldig, aber der würde vielleicht auch wieder früher aussteigen. Ja? Genau, also Warnlampe ist orange, wird ein bisschen getriggert. Salvatore Lombardo fragt gerade, er würde gern wissen, was ein Hodler mit Sparplan für Investor ist. Kommen wir drauf. Also das ist jetzt der erste Investor, auf den ich eingehe. Dachte jetzt kein klassischer Sparplan-Typ. Der ist eher, ich kaufe, ich halte, ich verkaufe, zack, 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 ungeduldig, aber auch mutig. Also beide Seiten, beide Extreme. Der will keine Zeit verschwenden. Okay. Würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Investor ein. Der nächste Investor, ja, das ist der I-Investor. Oder auch der intuitive Investor. Ja, der I-Investor. Habe ich mich echt ein bisschen selber ertappt, muss ich sagen. Der initiative Investor, Farbe Gelb, ist ein absolut offener Typ. Totaler Fan von Krypto und von der Technologie. Ihr seht es, ich habe das so mal ein bisschen mit 2 Menschen, die so ein bisschen gut gelaunt sind, unterwegs sind, mal dargestellt, bildlich. Der Investor ist unglaublich schnell begeisterungsfähig für alle möglichen Projekte in diesem ganzen Space, auch für alle Anlageklassen und für das Investieren. Er lässt sich unglaublich schnell hinreißen, liebt neue Technologien, denkt manchmal nicht ganz so schnell nach, was vielleicht auch nicht so gut laufen könnte, also Nachteile, Risiken, guckt dann erstmal nicht so schnell auf das, was vielleicht nicht so gut sein könnte, sondern hey, ja, man positiv, optimistisch, emotionale Investitionsentscheidungen. Der E-Investor, der handelt mit viel Schwung und Energie. Also nicht ganz so stark wie dieser erste Investor, der steigt ein bisschen verzögerter ein im Bullrun. Ja? Ein bisschen unentschlossen am Anfang, gefühlsbetonter. So nach dem Motto, ja, heute geht's mir gut, ich habe einen Kaffee getrunken, ich habe ausgeschlafen, ich habe heute ein bisschen Geld auf dem Konto, warum nicht investieren? Ja.
Grüßt an euch an. Ich finde es übrigens mega cool, dass ihr heute alle dabei seid. Freut mich richtig, mit euch sowas zu teilen. Zurück zum E-Investor. Also sein Verhalten ist ein bisschen klar, denke ich, ne? Jetzt gucken wir mal auf die Strategie von diesem E-Investor. Ja, der E-Investor ist so, wie er auch sich verhält. Die Strategie ist unglaublich kreativ. Das heißt, er hat unglaublich viele Ideen und viele Strategien. Er neigt dazu, von der einen Strategie manchmal abzuschweifen und auf die nächste Strategie zu kommen. Manchmal macht er das, manchmal macht er das. Ist so ein bisschen Mischinvestor von allem etwas. Das Risikoprofil ist gemischt. Das ist nicht ganz so extrem, also vom Mut, wie er herangeht, wie beispielsweise der dominante Investor. Deswegen sagt er, okay, vielleicht mal ein Staking-Projekt. Ach nee, komm, ich mach mal was anderes. Ach, heute DeFi ist auch geil. Ich nehme mal das Ökosystem. Sucht sich auch mal ein unbekanntes Projekt raus, weil ihn das Projekt so sehr begeistert. Und das sind auch häufig die Investoren vielleicht so, die sagen, ich habe aber überhaupt keinen Plan gehabt von investieren, aber ich finde es einfach cool zu investieren und deswegen mache ich das, ohne vorher immer so ein bisschen nachgedacht zu haben oder noch so ein bisschen in der Findungsphase vielleicht. Einfach so, wie es losgeht. Und ich habe euch auch den Lambo eingeblendet. Ja, da ist einfach wirklich Gefühl und Lust und Freude in diesem Space überall. Und wenn wir uns das Portfolio von diesem intuitiven Investor anschauen, ihr seht das hier, da ist ziemlich viel im Portfolio drin. Also so bunt wie die Strategie ist manchmal, so viele Coins kann der auch sehr drin haben. Also Diversifikation, also Streuung des Portfolios ist bei dem überhaupt kein Problem. Der ist manchmal eher ein Ticken zu much drüber und muss sich dann wieder so ein bisschen auf den Boden bringen. Das Risikoprofil ist auch gemischt. Also er traut sich manchmal mehr, aber sagt, okay, coolen Coin, auch die größeren Projekte, bekannteren Projekte. Bunt gemischtes Risikoprofil. Ich habe euch die Warnlampe hier in richtig, richtig knalligen Rot angemalt. Bei dem E-Investor schreit die FOMO-Falle und die schnappt zu wie noch mal was. Die springen vielleicht später auf oder halt weniger entschlossen, weniger direkt als der dominante Investor, aber die sind ja gefühlsbetont. Und wenn jetzt alle einsteigen und alles ist toll, es kommt Gier und wir wollen alle Gewinne mitnehmen, dann steigt er dann ein, wenn der Kurs halt schon ziemlich weit oben ist. Und ja, Gefühl ist halt auch wirklich so, der verkauft dann halt, auch wenn der Kurs ziemlich weit unten ist. Und deswegen habe ich euch die FOMO-Falle da total in rote Warnlampe markiert. Genau. Die springen da ganz stark drauf an. Hey, danke schön für das Geld fürs Pausenbrot. Football Motion. Gibt es noch Fragen? Genau, ich gucke mal nachher gleich über die Fragen drüber, bevor ich auf den nächsten Investorentyp eingehe. Salvatore schreibt, am Anfang war ich dieser E-Investor, dann habe ich das Lehrgeld verloren. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe mich ganz stark bei diesem E-Investor-Tab, muss ich wirklich gestehen, weil wer mich jetzt schon ein bisschen kennt, ich liebe Krypto mit all den Facetten und die Technologie und die Anwendungsfälle und mich kann man für so viel begeistern. Ich springe überall auf. Und deswegen musste ich mich da ein bisschen ertappen, habe echt ein bisschen geschmunzelt. Genau. Thomas hatte noch Fragen. Trifft der E-Investor, könnte ein Stück auf dich zu? Ja, Thomas, richtig. Also, sorry, ich habe mich echt selber ertappt. Bin ein E-Investor mit einem Hang zu ein paar anderen Sachen, aber das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Fand es sehr interessant. Über mich auch, Selbsteinschätzung. Okay. Würde ich sagen, geht's weiter mit dem dritten Investor. Wir haben noch 2 vor uns. Und danach starte ich eine Umfrage. Ich möchte wissen, wer seid ihr so? Ich will euch ja kennenlernen. Was haben wir für Investoren unter uns in der Community? Und wir können uns auch gegenseitig helfen. Ich lerne ja auch immer dazu von
von anderen Investorentypen. Und so werde ich ja auch besser. Das ist ja auch, und das möchte ich mit euch einfach weitergeben, weiter teilen. Genau. Ja, ich habe übrigens Mitgliedfunktion, ist jetzt freigeschaltet seit heute, seit dem zweiten Livestream. Das heißt, wenn ihr Lust habt, Emojis sind auch da und würde ich mich freuen. Genau. Lucifer schreibt, bisher ist nicht mein Typ dabei. Gucken wir mal, wir haben noch 2 vor uns. Wir gehen jetzt auf den 3. Typ ein. Und zwar, jetzt kommt der S-Investor. Der S-Investor ist der stetige Investor. Farbe grün. Und der S-Investor ist ausgeglichen. Der S-Investor investiert sicherheitsorientiert. Vom Verhalten her und der Strategie, baut dieser stetige Investor, wie der Name schon sagt, langsam, aber kontinuierlich seine Bestände aus. Der Anlagehorizont ist tendenziell langfristiger als im Vergleich zu bisher allen anderen. Also langfristiger als der dominante und als der intuitive Investorentyp. Das heißt, für so einen Investor, ich habe es euch auch hier markiert, ich habe auch die Frage vorhin schon gehabt, so was ist der Sparplan-Investor? Man könnte sagen, wenn man jetzt wirklich jemand in die Schublade stecken möchte oder einfach mal irgendwo eine Tendenz hinschreiben würde, der stetige Investor, der mag Sparpläne. Einfach immer etwas kontinuierlich mit der gleichen Strategie, ohne möglichst wenig Veränderung investieren. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn er keinen Sparplan hat, immer regelmäßig in einem bestimmten Abstand, zum Beispiel monatlich, in ein bestimmtes Projekt, so nach dem Dollar-Cost-Average-Effekt investieren. Warum? Weil er das Risiko nicht so gerne mag wie die anderen Investorentypen. Der S-Investor ist ein super, super Hodler. Ja? Der kauft und verkauft weniger häufig als der dominante Investor oder der I-Investor. Weil er die Veränderung nicht so gerne mag. Und sein Portfolio dementsprechend von diesem S-Investor, ich habe da jetzt auch mal gar keine Coins als Bilder oder so beispielhaft auf das Bild. Das Portfolio ist sehr balanciert und sehr ausgeglichen. Also es sind natürlich, weil eben Sparplan und DCA-Effekt eher größere Coins, bekanntere Coins, sicherheitsorientiertere Coins quasi, höheres Marktvolumen, schon länger bewährt auf dem Markt, Anwendungsfälle da, institutioneller akzeptiert zum Beispiel. Vielleicht 1 bis 2 große Staking-Coins, wo kontinuierlich reingeschmissen wird nach einem DCA-Effekt. Meistens nicht mehr so als 5 Coins im Portfolio, vielleicht mit der Strategie 20, 20, 20 jeden Monat von meinem Gehalt. Also sehr klar, ausgeglichen. Ja, das ist so die Strategie des Portfolio von dem S-Investor. Also keine Meme-Coins, keine jungen, unbekannten Coins. Der könnte gar nicht ruhig schlafen, wenn er in irgendwas Riskantes investiert. So, alles mal ein bisschen zugespitzt, was ich erzähle. Christian Trepte schreibt gerade hier, beim S-Investor finde ich mich wieder. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele S-Investoren unter uns sind, weil ich kann von den S-Investoren unglaublich viel lernen, was Durchhaltevermögen angeht. Okay. Schauen wir uns mal an. Hier, ich habe euch mal die Warnlampe, die FOMO-Falle in Gelb markiert. Also nicht ganz so schlimm, also nicht rot, nicht orange wie bei den anderen 2 Investoren von vorhin, sondern gelb. Warum? Weil der ist eigentlich so nicht ganz so impulsiv wie die anderen beiden. Der ist ja, wie gesagt, ruhiger, gelassener, sicherheitsorientiert, hat ja seinen Sparplan. Wenn der Bullmarkt beginnt, ist er eher erstmal der passivste von allen. Ist daher also weniger anfällig für diese FOMO, für die Gier, die Einsätze, also die Gewinnmitnahme. Wenn er einsetzt, dann auch sehr, sehr spät. Manchmal sitzt er das Ding einfach aus. Also wenn wir jetzt hier in diesen klassischen Zyklus reingehen, weil es ein Hodler ist, sagt er, nee, wozu jetzt verkaufen? Ich sitze das Ding durch bis zum Ende.
Dementsprechend so dieser Gedanke, schneller eine höhere Rendite mitzunehmen, ist bei dem eher weniger vom Wert her im Fokus, als zu sagen, ich möchte langfristig Vermögen aufbauen, auch wenn es halt jetzt nicht 100% oder 300% Gewinn sind, sondern wenn ich mein Geld mit 2 oder 5% Rendite dadurch ausgleichen kann und mein Verlust bei der aktuellen Inflation nicht von 8% nicht komplett verschwindet, dann mache ich lieber sowas. Das ist der klassische S-Investor. Gibt's dazu Fragen? Ja, Mann, ich bin endlich wieder live. Ich hab so Lust gehabt heute. Genau, Football Emotion HD. Ich sehe mich auch eher als S-Investor bisher. Ja, absolut. S-Investoren gibt's, ist mir aufgefallen, vielleicht im Crypto-Space so grundsätzlich ist gerade so erst im Kommen. Also so diese Ruhe, die reingebracht wird in den Anlegermarkt. Kannst du die Grafik anhängen? Ja, Mensch, ich kann gucken, dass ich euch vielleicht die komplette Grafik mit den 4 Übersichten als Google Slide oder so zur Verfügung stelle in den Quellenangaben, wenn ich mit dem Stream fertig bin. Mache ich auf jeden Fall. Guter Punkt. Danke dir, Speedy. Okay. Gehen wir auf den letzten von den 4 Investoren ein. Also wir hatten jetzt den D-Investor, den dominanten Investor, Wum Power, dann den intuitiven Investor, den stetigen Investor. Und jetzt kommt der letzte von den 4. Jetzt kommt der G-Investor. Und der G-Investor ist gewissenhaft. Also steht auch dafür das G. Der gewissenhafte Investor möchte so perfekt wie möglich investieren. Und zwar rational, so rational wie möglich und so analytisch und so genau und so detailliert wie nur möglich es nur geht, Zahlen, Fakten, was man auch alles machen kann. Der möchte einfach alles möglichst gut machen. Das heißt, der nimmt sich ein Projekt, der guckt sich das an, geht vor bis ins Detail, guckt sich das vor der Investition an, guckt es sich ein bisschen kritisch an, deswegen auch dieser der kritische Smiley so ein bisschen, ja, der denkt da lieber 10-mal drüber nach, weil der rational ist. Also von allen 4 Typen ist der mit so am rationalsten von seinen Entscheidungen zu investieren. Die Strategie von so einem Investor, so einem G-Investor könnte eine folgende sein. Und zwar, er möchte ja in etwas sehr, sehr gut werden. Und Perfektionisten werden am besten, wenn sie Experten in etwas werden. Das heißt, der E-Investor sucht sich jetzt zum Beispiel ein Ökosystem raus, sagt, okay, ich finde Ethereum cool oder ich bin maximaler IOTA-Fan und kenne mich da super, super gut aus oder was auch immer. Sucht sich zum Beispiel ein bestimmtes Thema raus, ein Basket, ein Themenbereich, den er mag. Sagt zum Beispiel, hey, ich finde DeFi cool, dann macht er nur DeFi-Projekte und dann fuchst er sich ein, wie kann ich überall in DeFi-Projekten Geld verdienen und welche Projekte passen da am besten zu mir. Oder der betreibt Nodes, also der ist Validator, versucht da irgendwo was zu betreiben und dazu meinen. Also der sucht sich ein bestimmtes Thema raus, Ökosystem, Themenkorb, und wird da zum Profi, weil er keine Fehler machen möchte von der Grundintention. Der bereitet sich auf alle Risiken vor, er möchte sich auf alle Risiken, so gut es geht, vorzubereiten und setzt zum Beispiel dann auch von der Strategie her ganz klare Kaufordern. Also der plant im Voraus, wann investiere ich, in welche Coins, was zeigen die Indikatoren an, was macht die Lage, whatever. Also der guckt sich da 10.000 Mal Sachen an und greift sogar, wenn er sich damit auskennt, auf Algorithmen zu. Also sagt, hey, Maschinenbots sind für mich einfacher zu handeln, ich automatisiere das Ganze, ich möchte das alles gar nicht selber irgendwie auslösen. Bots sind klarer, Algorithmen sind klarer, Zahlen, Fakten, passt. Glaube ich mehr, das ist in Ordnung. Genau. Deswegen habe ich euch auch mal hier so diese Rechenmaschine eingeblendet.
Genau, schauen wir uns als nächstes das Portfolio von so einem G-Investor an. Der G-Investor, habe ich erzählt, weil er sich in einem Gebiet sehr gut auskennt, hat auch dementsprechend die Coins, die er danach richtet. Also der DeFi-Investor beispielsweise sagt er, ich finde DeFi gut, ich bin da zum Experte geworden, ich weiß, wie man Yield Farming, Liquidity Providing, ich weiß, wie man passives Einkommen, bla bla bla. Ich wähle dementsprechend meine Coins aus, die begutachtet er vorher kritisch natürlich, die werden unter die Lupe genommen. Und dann wird investiert zu einem ganz klaren Zeitpunkt. Die Diversifikation bei solchen Investoren, bei dem G-Investor, ist relativ gut. Ja, also der kann schon mal mehrere, auch mehr als 5 Coins drin haben, hat aber nicht 10.000 Coins wie der intuitive Investor drin. Und was ich euch auch gezeigt habe, weil er ja so sehr ins Detail geht, dem fallen mal wieder so Sachen auf. Ist auch so ein Chance-Seeker. Also der findet manchmal den ein oder anderen unbekannten Coin mit viel Potenzial, möglicherweise nach oben. Den hat er kritisch begutachtet, dann investiert er in ihn. Hier so die FOMO-Falle ist in grün, das heißt, hier kann jeder beruhigt aufatmen. Ich bin G-Investor. Die G-Investoren sind am wenigsten anfällig von allen Typen für die FOMO-Falle, für den Bullrun. Die wissen, wann sie einsteigen, die wissen, wann sie aussteigen. Sie handeln letzten Endes lieber, als dass sie gar nicht handeln. Das ist so der G-Investor. So. Adrian schreibt, da sehe ich mich, aber mit einem Gabel von Thema inklusive BTC. Also du siehst dich als G-Investor. Also ich habe ja auch schon einen G-Investor gefunden. Unglaublich spannend. Genau, Thomas schreibt auch 80S, 20i, 100D. Also das ist mir ganz wichtig nochmal, bevor ich jetzt mit euch in die Umfrage reingehe. So, die starte ich jetzt mal. Ihr könnt gerne jetzt schon mal ein bisschen voten, dann erzähle ich nochmal ganz kurz was, fasse mal die Typen nochmal zusammen. Ganz wichtig, das ist ein Konstrukt, das ist ein Modell. Also das habe ich abgewandelt von dem Selbsteinschätzungstest, habe mir gedacht, okay, wie könnten wir das Verhalten auf Investoren projizieren und daraus 4 Investorentypen definieren, damit wir uns persönlich einfach leichter tun. Wenn wir einfach merken, wir sind emotional getrieben, der Markt geht nach unten, der Markt geht nach oben, kaufen, verkaufen, was mache ich, welche Strategie passt zu mir? Und deswegen habe ich diese 4 Investorentypen für euch vorbereitet. Meistens sind es Mischtypen, das heißt, ganz häufig hat der ein oder andere von uns vielleicht eine Tendenz, wo sagt so, ja, ich bin 60-70% der meisten, Mehrheit überwiegt ein Investor und ein kleiner Teil habe ich auch andere Investorenanteile in mir. Je ausgeglichener alles wird eines Tages, das ist hier dieser Lerneffekt, deswegen schön ist, unser Verhalten ist ja lernbar. Wenn wir es schaffen, von allen Typen die Stärken zu kombinieren, die Stärken zu bündeln, vielleicht auch in der Community untereinander, weil jemand sagt so, ja, ich bin sehr risikoreich, ich habe aber einen Freund, der investiert nicht ganz so risikoreich wie ich tue mich mit dem zusammen, ich tausche mich aus, deswegen, wir kombinieren unsere Stärken, damit unsere Schwächen weniger werden, damit wir einfach alle, letzten Endes wollen wir doch alle erfolgreicher investieren oder auch in das investieren, was zu uns passt und was uns Spaß macht. Und eben mit dem Risiko im Hinblick, dass wir uns dessen bewusst sind. So, gucken wir mal in die Umfrage rein. Wie weit sind wir denn schon? So, wir haben schon 10%, D-Investoren 24%, I-Investoren 24%, S-Investoren, G-Investoren 43%. Okay, cool. 23 Stimmen haben wir schon. Vielleicht kommen wir noch mal auf 50 Stimmen oder so. Können noch ein bisschen sprechen. Bis dahin gibt es irgendwie Fragen von euch noch. Konnte nichts voten, würde liegen. Okay. Es kann auch sein, dass vielleicht der eine oder andere sagt so, ich weiß noch gar nicht, wo würde ich mich jetzt suchen oder so. Es gibt bestimmt auch Typen, deswegen ist es ja alles ein Modell. Vielleicht gibt es auch einen Typ, der nicht ins Modell passt. Kann auch sein. Okay.
Noch 10 Stimmen und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Umfrage. Also ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ganz zum Anfang habe ich sehr stark als E-Investor gehandelt, wo ich das erste Mal in Krypto investiert habe und muss sagen, dass ich mittlerweile immer stärker vom G-Investor dazu lerne und aber auch sage, ja, diese Nachhaltigkeit eines S-Investors, da möchte ich persönlich auf jeden Fall noch was dazu lernen und vom D-Investor möchte ich den Mut haben. Mut, auch mal Risiko einzugehen, zu sagen, ich verlasse mich jetzt darauf, dass das, was ich herausgefunden habe, passt. Ich gehe all in. Genau. Genau. Ja, cool. Dann würde ich sagen, beenden wir die Umfrage. Und zwar haben wir aktuell 33 Stimmen. Und die meisten von euch sind tatsächlich G-Investoren von euch 33. Finde ich super interessantes Ergebnis, muss ich sagen. Und finde ich auch klasse, weil zeigt mir doch, wer sich mit Krypto auskennt, wer sich für Krypto auch immer mehr, also wer immer mehr in Krypto drin ist, in dem Space, auch anfängt, sich immer mehr damit auseinanderzusetzen, ins Detail zu gehen. Müssen wir auch, weil, wie gesagt, der Markt ist einfach unglaublich volatil, unglaublich riskant und je besser wir uns kennenlernen, je besser wir die Assets kennenlernen, desto besser für unseren Erfolg eines Tages. Coole Umfrage. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Freut mich mega. Dann vielleicht nochmal abschließend, nochmal vielleicht auf die 4 Grundsätze, die ich euch aufgeschrieben habe. Also dieses Verstehe, wie du tickst. Also was kannst du oder was können wir tun, damit wir das ein oder andere Mal, ja, besser reagieren, uns besser verhalten. Das eine ist, wie gesagt habe, verstehe, wie du tickst. Der Anfang ist gemacht, indem wir einfach mal uns Zeit nehmen, uns hinsetzen und sagen, so, ja, welcher Typ bin ich eigentlich? Ob ich jetzt einer von den 4 bin, ein anderer, aber so, hey, was mache ich gerne? Was interessiert mich? Gibt es bestimmte Themen? Habe ich überhaupt Lust zu investieren? Wie viel Zeit habe ich? Und wenn dieser Schritt getan ist, dann kommt dieser zweite Glaubenssatz, verstehen, was du investierst. Dann kommt eher dieses, ich mache mich auf die Suche. Also ich weiß jetzt, wer ich bin, grob, oder was ich gerne mache oder was zu mir passt von der Investitionsstrategie. Und jetzt suche ich das passende Projekt, den passenden Coin, den passenden Token oder die passenden Tokens für mein Portfolio, die dann da reinkommen. Das ist so dieser zweite Satz. Und der dritte ist, leg dir eine persönliche Strategie zu und stark damit einhergeht dieser 4. Glaubenssatz. Hinterfrage diese Strategie regelmäßig. Wenn du eine Strategie hast oder wenn wir eine Strategie haben, dann tun wir uns leichter, kurzfristige emotionale Entscheidungen zu kontrollieren. Und wenn wir diese auch regelmäßig hinterfragen, wie es halt für den einen oder anderen von uns unterschiedlich passt, ob das monatlich ist, jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, wie auch immer, dann können wir auch ein bisschen kalibrieren, inwieweit das Portfolio dann irgendwie von uns abgedriftet ist. Also überwiegt ein Coin, sind die Renditen zu niedrig für das Risiko, was ich aktuell eingehe? Muss sich das verändern? Ist das Risikoprofil zu hoch oder bin ich doch vielleicht ein anderer Typ, ticke ich doch anders und will doch lieber irgendwie sicherheitsorientierter haben? Mache ich mal einen Sparplan auf oder was auch immer? Und dann kann man so in dieses Hinterfragen gehen und das Portfolio an diese Strategie anpassen. Rebalancing nennt man das auch. Und ganz zuletzt vielleicht noch so, bevor du dich entscheidest oder bevor ich mich entscheide zu investieren, möchte ich eine Nacht drüber schlafen. Das habe ich mir persönlich vorgenommen. Und eine Nacht drüber schlafen spart vielleicht den einen oder anderen emotionalen Schnellschuss. Und wenn am nächsten Tag der Gedanke immer noch so gut ist, dann können wir anfangen, die Strategie zu verändern. Können wir anpassen, können wir investieren. Und wir können auch mit einem guten Gefühl investieren, ob es ein riskantes Thema ist, also Verlust, Umgang mit Verlust,
weil wir uns davor damit auseinandergesetzt haben. Und ich denke, das ist so etwas, was uns allen hilft. Genau. Das wär's so von meiner Seite übrigens. Bin am Ende. Gibt's noch Fragen? Also finde ich richtig cool, dass ihr mitgemacht habt. Können wir gerne öfters machen. Wie gesagt, viele Mischmenschen sind wir. Das ist mir ganz wichtig nochmal zum Abschluss. Wie gesagt, ich habe das abgeleitet aus einem Modell. Und dieses Modell wird auch immer wieder kritisiert, dass es ja nicht darum geht, jemandem etwas zuzuteilen, sondern es ist ein Kreis, ein Schema, ein Spektrum und wir finden uns irgendwo mit irgendeiner Nuance drin und können lernen, unser Verhalten zu erlernen, damit eben nicht, ja, sowas passiert, dass wir an der Börse eben oder am Markt halt einfach schnell verkaufen und kaufen. Ja, mega Spaß gemacht. Wann kommt mein nächstes Video online? Mein nächstes Video, ich freue mich, vermutlich am Donnerstag. Es wird diesmal Filecoin sein. Thema dezentraler Datenspeicher und freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Dankeschön, Klotze. Freut mich gerade mega und hat mir richtig Spaß gemacht mit euch. Suchst du auch Coins, die BTC outperformen? Nein, suche ich nicht. Ich suche, was gibt es überhaupt alles? Ja? Habe mich richtig gefreut mit euch. Freue mich auf ganz bald und habt noch einen wunderschönen Abend. Wenn noch irgendwie danach was auftaucht, fragt mich gerne. Ich stelle die Folien, stelle ich euch zur Verfügung. Ich teile sie euch. Und es hat mir mega Spaß gemacht mit euch. Und wenn jemand eine Frage hat, gerne, welcher Investor ihr seid, kommt auf mich zu. Ich versuche euch zu antworten. Macht's gut.